Und über diese Trickserei wollen wir sprechen. Bei mir im Studio ist Kolumnist Hans-Ulrich Jörges. Schön, dass du heute da bist. Freue mich. Hallo. Der Kanzler scheut die Vertrauensfrage offenbar wie der Teufel das Weihwasser. Welche Strategie steckt dahinter, dass er die möglichst weit nach hinten rausschieben will? Denn er kann ja im Parlament jetzt nichts mehr durchbringen. Er will Anlauf nehmen für den Wahlkampf. Er will noch ein paar wichtige Wahlkampfprojekte für die SPD beschließen unter seiner Regie. Das sollen die Leute merken. Kindergelderhöhung, Deutschland-Ticket für die Bahn und so weiter. Noch ein paar andere Sachen. Und er will einfach Zeit gewinnen ins nächste Jahr rein. Das steht allerdings, finde ich, den Interessen unseres Landes diametral entgegen. Ich habe mir heute, muss ich mal sagen, diese Debatte im Bundestag über Aktuelle Stunde, über die Vertrauensfrage angesehen, komplett. Das ist so würdeloser Wahlkampf, der da begonnen hat, und zwar ausschließlich Wahlkampf, zum Teil wirklich unter Niveau. Wie das halt so ist im Wahlkampf, die giften sich dann an. Und das sollen wir noch 4 Monate lang in diesem Parlament sehenden Auges ertragen. Das Parlament beschädigt sich schwer dadurch und das ist Kraftfutter für die AfD. Wir müssen sehr schnell handlungsfähig sein, eine handlungsfähige Regierung haben. Und seit gestern ist ja zu hören, dass Trump und Putin miteinander telefonieren wollen. Eine interessante Entwicklung, weil Biden und Putin haben seit ewigen Zeiten nicht mehr telefoniert. Die kommen also ins Gespräch und möglicherweise verabreden die sogar, dass sie sich sehen, zu einem Gipfeltreffen, um über die Ukraine zu reden. Nehmen wir mal an, am 20. Januar kommt Trump ins Weiße Haus, ins Amt, Amtseinführung. Ins Amt. Und dann unterstellen wir mal, die würden sich vielleicht im März treffen. Dann sind wir im März noch mitten im Wahlkampf. Deutschland ist die zweitwichtigste Nation für die Ukraine und hat dann keine handlungsfähige Regierung. Das geht überhaupt nicht. Ab jetzt haben wir einen Halbkanzler und ein kastriertes Kabinett. Und das ist unwürdig für dieses Land. Wir haben enorme Probleme. Die Wirtschaft rutscht ab, die Autoindustrie zerfällt. Da muss was passieren. Und das kann dieses Kabinett nicht.